Ich war die letzten Tage mit Fiyung unterwegs und deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, dass dieses Video sehr, sehr wertvoll sein kann für dich. In diesem Video spreche ich über eine der größten Lebenslügen, die uns schon von Kindheit an verkauft wird. Ich spreche über die Falle, in die alle Menschen tappen. Aber ich spreche auch über eine andere Sache, über das, was mein Leben maßgeblich verändert hat. Und du solltest deshalb in deinem eigenen Interesse dir dieses Video bis zum Ende ansehen, denn ich gebe dir eines meiner wertvollsten Dokumente. Das kannst du aber nur dann ausfüllen und auch nur verstehen, wenn du dir dieses Video bis zum Ende ansiehst. Also, mach den Test und sieh dir das Video an. Ich schaue mir gerade die Folien an. Was hat denn das Bild für eine Bedeutung in der Präsentation? Das erkläre ich dann, wenn ich die Präsentation mache, aber das war vor 17 Jahren in Stuttgart. Das war der allerentscheidendste Tag in meinem ganzen Leben, weil da hat sich alles verändert. Das war so der Tipping Point in meinem Leben, weil da habe ich nämlich jemanden kennengelernt, der mir eine neue Welt gezeigt hat. Der hat mir einen komplett neuen Weg gezeigt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Angst hatte an dem Tag, weil ich ja nicht wusste, wie die Zukunft für mich aussieht. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen damals sich dagegen entschieden haben, weil das Entscheidende war ja nicht der Tag, das Entscheidende war die Entscheidung, die ich an dem Tag getroffen habe, dass ich mich überhaupt auf diese Veränderung eingelassen habe. Ich habe Ja zur Veränderung gesagt und viele hätten Nein gesagt, weil sie einfach sich dieser Angst nicht gestellt hätten. Weil der Mensch zieht es ja immer lieber vor, Schmerzen zu vermeiden. Er will immer lieber Schmerzen vermeiden, als Freude gewinnen. Das ist einfach evolutionsbedingt. Und du brauchst ja nur selber anschauen, was die Menschen jeden Tag für verrückte Dinge machen in ihrem Leben. Die machen irgendeinen Job, mit dem sie total unglücklich sind, den sie hassen. Das heißt jetzt nicht, dass der Selbstständige deswegen auch glücklicher ist, weil der Selbstständige ist genauso eine arme Sau in den meisten Fällen, weil er die falschen Dinge macht. Aber sie tun halt nichts. Sie wissen, dass sie unglücklich sind, sie hassen das, was sie machen. Sie wünschen sich bessere Zeiten, aber die wünschen sie sich nur. Sie tun nichts dagegen. Sie jammern, sie reden über Probleme, aber sie tun einfach nichts, obwohl jeder Mensch jeden Tag die Wahl hat, etwas zu verändern. Du kannst jeden Tag etwas verändern in deinem Leben. Jeden Tag stehst du auf und entscheidest dich für Weg A oder weiterhin für Weg B. Die Möglichkeit hast du jeden Tag. Es ist genauso unverständlich, wie Menschen mit anderen Menschen zusammen sein können, die sie gar nicht wollen oder die sie gar nicht lieben. Das ist ja auch unverständlich für mich. Oder dass der Mensch generell sein ganzes Leben lang Dinge macht, die er eigentlich gar nicht machen will. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Weil was soll passieren, wenn ich meinen Job kündige? Was soll passieren, wenn ich etwas Neues wage? Was soll passieren, wenn ich meinen Partner verlasse? Ich habe ja keine Ahnung, was passiert, weil die Zukunft existiert ja noch nicht mal. Man malt sich irgendwelche Dinge aus, die noch nicht existieren. Und das habe ich nie gemacht. Ich habe mich immer darauf einlassen. Ich habe Risiken beziehungsweise bin Risiken eingegangen in meinem Leben. Immer. Weil wer nichts riskiert, kann auch nichts gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber Fakt ist, es kann nur besser werden, weil schlecht ist es ja schon. Es gibt nur ein großes Risiko im Leben. Und weißt du, wie das aussieht? Das siehst du jeden Tag im Spiegel, wenn du dir die Zähne putzt. Und deswegen ist auch der Spruch sehr intelligent, jeder ist seines Glückes Schmied. Ist gar nicht so dumm. Vor 17 Jahren hast du gesagt. Dann müsstest du 18 gewesen sein, oder? 18 Jahre war ich damals. 18 Jahre, keinen Plan, aussichtslos, kein Geld, aber habe geglaubt, ich bin der King. Weil ich ja so viel wusste, ja, aus irgendwelchen Büchern, was ich mir jeden Tag reingezogen habe. Du, Oskar, eine Frage. Ja? Meine Schwester will demnächst studieren. Was hältst du davon? Weißt du, die Frage bekomme ich so oft gestellt, das ist einfach die falsche Frage. So viele Menschen, die meine Videos gesehen haben, stellen mir diese Frage. Oskar, was hältst du davon? Oskar, brauche ich ein Studium für XY? Oskar, soll ich lieber Ausbildung machen? Soll ich lieber Studium machen? Oskar, brauche ich überhaupt ein Studium, um erfolgreich werden zu können? Ja, was soll ich darauf antworten? Das ist ja die falsche Frage, weil ich kenne so viele erfolgreiche Menschen mit und ohne Studium.
Ich selber habe nicht studiert und ich bereue es keine einzige Sekunde, dass ich nicht studiert habe. Und all die anderen, die ich kenne, die nicht studiert haben, bereuen es auch keine einzige Sekunde. Und von denen, die aber studiert haben, gibt es schon den einen oder anderen dabei, der sagt, naja, hätte ich mir sparen können, weil ich mache heute sowieso was anderes oder das, was ich damals gelernt habe, das kann ich hier nicht anwenden, weil das ist nur Theorie. Funktioniert bei mir in der Praxis nicht. Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, was ist das, was ich machen möchte und brauche ich dafür zwingend ein Studium? Und mit zwingend meine ich Arzt. Wenn du Arzt werden möchtest, egal ob jetzt selbstständig oder angestellt, brauchst du ein Studium. Das geht auch gar nicht anders. Und das ist auch richtig so. Oder wenn du Rechtsanwalt werden möchtest oder eine Rechtsanwaltskanzlei eröffnen möchtest, brauchst du ein Studium. Oder wenn du Wissenschaftler werden möchtest, Ingenieur werden möchtest, brauchst du ein Studium. Und für die meisten Dinge brauchst du kein Studium. Es ist eine Verschwendung von Ressourcen, weil ein unnötiges Studium kostet ja viel mehr, als es bringt. Es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet vor allem auch Energie. Es ist Verschwendung von einer wertvollen Zeit. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. Diese Frage muss ich mir stellen. Und vor allem sollte ich auch eine Sache berücksichtigen, nämlich, dass das, was ich erlerne in der Schule, der gesamte Lerninhalt, der dient nicht dazu, um mir weiterzuhelfen in meinem Leben, sondern der ist ja darauf ausgelegt, um uns auf ein bestehendes System vorzubereiten, um aus uns eine Arbeitskraft, eine fleißige Arbeitskraft zu machen, die später einem fremden System dienen soll. Für das sind ja die Lerninhalte da. Die sind nicht für mich. Und über das sollte ich halt nachdenken. Und mir fällt halt auf, dass diese Leute, die studiert haben, also sowieso irgendwo realitätsfern sind. Nicht alle, aber sehr viele von diesen Gebildeten, sage ich mal, so wie es die Gesellschaft betitelt, und den Ungebildeten wie mir zum Beispiel, die denken komplett unterschiedlich. Weißt du, die haben eine komplett andere Weltanschauung auch. Die leben irgendwo in der Theorie, in irgendwelchen Büchern. Also das ist mir auch gravierend aufgefallen, dass da massive Unterschiede im Denken gibt. Was meinst du genau mit unterschiedliches Denken, Oskar? Naja, viele, die kein Studium haben oder Schulabbrecher sind, so wie ich, die gehen einfach raus und machen es. Weißt du, die denken nicht lange drüber nach, die stehen sich mit ihren eigenen Gedanken nicht selbst im Weg. Und deswegen gibt es ja viele erfolgreiche Menschen da draußen. Nicht, obwohl sie kein Studium haben, sondern weil sie kein Studium haben. Weil ich behaupte, und da bin ich wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ein Studium nicht nur eine Verschwendung ist, sondern damit sabotiere ich mich auch selber. Weil ich ja in dieser Zeit viel länger in dem System gefangen bin und deswegen viel härter und schwerer noch von diesem System falsch programmiert werde. Ich werde so hart konditioniert, aber für den falschen Weg. Und na klar haben die Menschen, die ein Studium gemacht haben, in diesem Bereich, in diesem Gebiet, brachiales Wissen teilweise, ja, viel mehr Wissen als der Allgemeinbürger, als der Autonormalverbraucher, aber es ist halt nur theoretisch. Weil Fakt ist, dass viele von denen sich extrem schwer tun, in der echten Welt Fuß zu fassen. Die sind so hart konditioniert, dass die komplett fern von jeglicher Realität sind. Das ist teilweise schon beängstigend. Da denkst du, die haben irgendwelche Experimente mit denen gemacht. Wirklich. Und das Schlimmste davon ist, dass diese Menschen, der ein oder andere zumindest, dann später deinen Kindern und meinen Kindern lernen möchte, wie das Leben da draußen an Theorie funktioniert. Und das ist ja genau einer der Punkte, die ich am Schulsystem bekrittle. Das ist ja einer der Punkte, die ich verändern möchte am Schulsystem. Weil aktuell lernen Menschen, anderen Menschen etwas von Dingen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Das ist so, wie wenn ich jetzt zum Top-Verkäufer werden möchte. Ich möchte verkaufen lernen. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich zum Elite-Verkäufer, der von mir aus gar keine Ausbildung hat, aber schon 10, 20 Jahre lang erfolgreich da draußen beim Kunden verkauft? Oder gehe ich zum Studierten, der das nur vom Studium kennt, der Verkauf nur studiert hat? Nur unter Anführungszeichen. Er hat 10 Jahre lang Verkauf studiert, ist aber nie selber beim Kunden gesessen. Wo soll ich hingehen? Ich gehe natürlich zum Praktiker. Aber die meisten Menschen gehen dann eben zum Theoretiker und wundern sich, warum sie dann scheitern. Weil wenn du von dem lernst und dann einmal beim Kunden sitzt, dann ist das Scheitern ja vorprogrammiert. Ist ja klar, weil es nur theoretisch funktioniert. Und deswegen scheitern da so viele mit ihrem Leben da draußen. Weil diese Gebrauchsanweisung namens Leben, die sie ja bekommen in der Schule, auf den Schulweg, ja, die funktioniert halt nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Das ist der Grund, warum so viele da draußen einfach scheitern. Weil stell dir einfach mal selber die Frage, was haben deine Trainer, deine Lehrer, Ausbilder, Pädagogen, die dich begleitet haben auf deinem ganzen Lebensweg, was haben die wirklich erreicht in ihrem Leben? Ich kann nur von mir sprechen, ich habe ein Klassentreffen gehabt, ein 20-jähriges, da ist der Klassenforscher noch mit dem gleichen karierten Sakko gekommen, mit dem Loch da unten, wie 20 Jahre zuvor und sogar mit dem gleichen Auto, das er damals schon 10 Jahre hatte.
Der hat sich keinen Millimeter weiterentwickelt, keinen Millimeter irgendwas aus seinem Leben gemacht. Und würden halt unsere Kinder von Menschen lernen, die selber was in ihrem Leben geschafft haben, erreicht haben oder geschaffen haben, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft. Egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, egal ob eigene Infrastruktur oder fremde Infrastruktur, sie würden generell mehr auf die Reihe bekommen. Um das geht es ja. Und das war auch die große Erkenntnis auf den Klassentreffen, weil die Mitschüler, die haben alle dasselbe Leben geführt. Würdest du dort auf der Türklingel den Namensschilder austauschen, weißt du nicht mehr, wer ist. Viele haben studiert, haben Kinder bekommen, Eigenheim auf Pump, irgendwo im Nirgendwo und haben alle ähnliche Ansichten, ähnliche Glaubenssätze, verdienen das Ähnliche, wohnen größtenteils noch sogar in der gleichen Gegend und arbeiten 10, 12 Stunden am Tag auf einen Traum hin, der nie in Erfüllung gehen kann. Das sehen sie nicht. Und da waren Menschen dabei, die waren Doppeldoktor. War ein Doppeldoktor dabei, ein Magister war dabei, ein Selbstständiger war dabei. Niemand über 3.000 € und alle haben dasselbe Ziel, sich einen Lebensstandard aufzubauen und verstehen aber nicht und sehen nicht, dass sie den niemals erhalten können. Alle tappen sie in dieselbe Falle wie die Lemminge. Alle gehen denselben Weg. Das tut man einfach deiner Schwester vor Augen halten. Sie soll sich einfach mal selber die Frage stellen, was ist das, was ich machen möchte und brauche ich dafür zwingend ein Studium? Ja, diese Frage soll sie sich einfach mal selber stellen. Sie soll aber auch berücksichtigen, wie gesagt, dass diese ganzen Dinge, das, was man in der Schule lernt, nicht dafür ausgelegt ist, damit wir selbst ein erfolgreiches Leben führen können, sondern wie gesagt, es ist dafür ausgelegt, dass wir später eine fleißige Arbeitsbiene werden, die dem fremden System dient. Das kannst du immer so erklären. Das mache ich, ja. Naja, das, auf was wir unser ganzes Leben lang hinarbeiten, ist einfach ein gewisser Lebensstil. Wir wollen einfach einen gewissen Lebensstandard sich aufbauen. Deswegen wollen wir Karriere machen, deswegen wollen wir sich irgendwo hocharbeiten in einer Firma. Wir wollen einfach mehr und mehr Geld verdienen. Und dieses mehr Geld verdienen wollen wir nicht des Geldes wegen, sondern wir wollen einfach unser Leben genießen. Wir wollen sich mehr leisten können. Wir wollen öfter im Jahr auf Urlaub fahren. Die Urlaube sollen natürlich immer länger und immer prunkvoller, immer schöner werden und so weiter. Wir wollen ein schönes Auto, wir wollen eine Familie gründen, Eigenheim kaufen. All diese Dinge wollen wir, weil wir einfach nach mehr streben. Das ist ganz was Normales, liegt in der Natur der Sache. Weil das, was ja uns antreibt, mehr haben zu wollen, ist exakt dasselbe, was die Pflanze antreibt, wachsen zu wollen. Ja, stimmt. Das ist ganz was Normales. Ja? Nur, ich finde es halt sehr naiv, wenn man alles auf eine Karte setzt. Nicht nur naiv, ich finde es auch irgendwo fahrlässig. Wenn man alles auf eine Karte setzt und dann hofft. Bestes Beispiel ist meine Tante. Meine Tante, die hat studiert, hat sich dann bei einer Firma beworben, hat den Job dann bekommen und hat sich 20 Jahre lang den Arsch aufgerissen, um zur Geschäftsführerin zu werden. So, mit 50 hat sie dann endlich 5.000 € netto im Monat verdient und dann wurde sie gekündigt. Okay. Ja, zu teuer, ist eh klar. Mhm. Im internationalen Vergleich ist die Arbeitskraft einfach nicht wettbewerbsfähig. Es ist einfach zu teuer. Das heißt, das eine System hat sie fallen lassen und das andere System hat sie aufgefangen. Das System Hartz IV hat sie aufgefangen. So, und jetzt hat sie mit was zu kämpfen? Nicht den Lebensstandard zu erhalten, den sie sich ja 20, 25 Jahre lang aufgebaut hat, sondern zu schauen, wo sie zurückschrauben kann. Weil, weißt du, wenn du mal so einen Apparat hast mit diesen ganzen Verbindlichkeiten, so wie es die Mittelschicht ja auch macht, ist es dann schwer zurückzuschrauben. Du hast dich ja auch vor allem gewöhnt an diese Dinge. Die hat ein großes Haus, was sie erhalten muss, ein großes Auto, was sie erhalten muss, einen Gärtner, eine Haushälterin, eine Putzfrau, eine Hundesitterin, all solche Dinge. Schon einiges, ne? Genau. Ja. Die ist auch mehrmals im Jahr auf Urlaub gefahren. Oder was sie auch ganz gern gemacht hat, ist in irgendwelchen teuren Schickimicki-Boutiquen ein bisschen Gucci, Prada, Prada machen am Wochenende. Weil damit hat sie nämlich angegeben bei den Familienfeiern. Und na klar könnte man jetzt sagen, Karma ist eine Bitch. Ja. Weil sie so geprahlt hat. Und weil sie auch sehr viele Familienmitglieder, insbesondere mich, von oben herab behandelt hat. Weil ich habe ja keine Ausbildung. Ich bin ja nicht so gut wie sie. Ich bin nicht so gut wie sie, aber ich bin auch nicht so naiv wie sie und habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ich bin auch nicht in die gleiche Falle getappt, in die sie getappt ist. Weil ich habe diesen Punkt gesehen. Die meisten Menschen sehen einen wesentlichen Punkt nicht in dem System und auch sie hat diesen Punkt übersehen. Und der Punkt, von dem ich spreche, ist der Traum, den alle nachjagen. Menschen verfolgen einen Traum, jagen einen Traum nach und verstehen aber nicht, dass der nie in Erfüllung gehen kann. Der Traum, den sie nachjagen, das ist in Wahrheit eine Fata Morgana. Gibt's nicht. Was meinst du damit genau? Naja, uns wird von Kindheit an ein Traum verkauft. Dieses Arbeitsleben, dieses ganze System an sich. Ja. Und das ist einer der größten Lebenslügen überhaupt. Du weißt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker,
Mit mir muss man immer über Fakten sprechen. Aber schau dir doch mal die Fakten an. Die Fakten liegen ja am Papier. Und wenn du dir die Fakten ansiehst, dann siehst du, dass das Rentensystem in Deutschland auf Messerschneide steht. In Österreich und Schweiz ist es ein bisschen effizienter, ja, weil hier keine Privaten die Finger im Spiel haben und sich die Taschen füllen. Aber unterm Strich ist auch ein Pyramidenspiel. Und beim Pyramidenspiel gibt es halt immer nur sehr wenige Gewinner und sehr, sehr viele Verlierer. Das ist nun mal so, genau. Und das ist das, was ich meine. Diese Lüge wird den Menschen schon von Kindheit an in der Schule verkauft. Oder schon vor der Schule in Wirklichkeit. Und deswegen tappen alle in dieselbe Falle. Weil alle dasselbe wollen. Das nutzt man natürlich aus. Alle wollen dasselbe, deswegen machen auch alle dasselbe. Arbeiten 40 Jahre lang auf einen gewissen Lebensstandard hin, auf einen gewissen Lebensstil und verstehen aber nicht, dass sie den später nicht halten können. Sie können ihn nicht erhalten. Weil irgendwann bist du für das System zu teuer. Dein Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt irgendwann nicht mehr. Das heißt, du bist für das System nicht mehr zu gebrauchen. Das System lässt dich fallen und steckt dich in ein anderes System. Ein System, das sich Rente nennt. Und das ist einer der größten Lebenslügen überhaupt. Und ich glaube, dass viele, die heute in Rente sind oder die sich in gewissem Alter schon befinden, deswegen in einer finanziellen Notlage sind, weil sie 40 Jahre lang einfach die Wahrheit nicht wahrhaben wollten. Wollten einfach die Wahrheit nicht wahrhaben. Stimmt, ja. Weil die Wahrheit ist, dass, na klar, in der Rente man viel weniger rausbekommt, als man überhaupt einbezahlt hat. Das wissen die Leute ja eh. Aber dass man auch viel weniger Geld bekommt im Allgemeinen. Du bekommst ja viel weniger in der Rente. 30, 40, 50% weniger. Je nachdem, was du verdient hast und wie lange du arbeiten gegangen bist und. Du bekommst in der Rente viel weniger Geld. So, und dieses wenige Geld musst du jetzt für zwei Dinge verwenden. A, um den Lebensstandard zu erhalten, beziehungsweise um zu schauen, um zu jonglieren, wie es sich irgendwie doch ausgeht. Und auf der anderen Seite musst du dieses wenige Geld dafür verwenden, um deine Krankheiten zu finanzieren. Weil du hast ja 40 Jahre lang deine Gesundheit vernachlässigt. Stress, körperliche Belastung, psychische Belastung, seelische Belastung, ungesunder Lebensstil und so weiter. Alles nur für diesen Traum, alles nur für diese Seifenblase. Und ich denke, es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie gefährlich, wie fatal diese Falle ist, in die sie alle tappen. Ich glaube, das ist einfach vielen nicht bewusst. Und der Jugend von heute ist es schon bewusst, dass sie in der Rente dann viel weniger bekommen als die Leute heute. Das ist ihnen schon bewusst, aber ich denke, dass sie die Bedeutung nicht kennen, weißt du, weil zwischen ja, es ist mir bewusst und ja, ich kenne die Bedeutung, liegen halt schon Welten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Stimmt. Die Jugend von heute hat keine großen Erwartungen und ich glaube auch, dass es für viele viel zu weit weg ist. Weißt du, der 20-Jährige heute, brauchst du nur an dich denken, der denkt nicht an die Rente. Aber nicht anders. Genau, das war bei mir auch nicht anders. Der denkt nicht an die Rente. Der sagt Sätze wie, ja, ich weiß, dass ich später nicht viel bekommen werde. Aber was unternimmt er denn dagegen? Das ist das, was ich meine. Es ist viel zu weit weg, nur wenn du mal im Zyklus der Masse dich befindest, kommt dieser Tag schneller, als du glaubst. Weil es gibt nämlich einen Zyklus der Masse. Ja, den erkläre ich dir ganz kurz. Oder hast du schon mal davon gehört? Nee, noch nicht genau. Der Zyklus der Masse besteht darin, dass wir unser ganzes Leben lang ja an einer Sache arbeiten, nämlich unseren Lebensstandard zu erhöhen. Ja, ich zeichne ihn einfach mal blau ein. Dieser Lebensstandard verläuft natürlich nicht linear, aber wir haben das Ziel, ihn zu erhöhen. Ja, wir bauen diesen Lebensstandard auf. So, und in der Regel verdienen wir im Schnitt ab dem 16. Lebensjahr Geld. Ja, aber in Wirklichkeit ist es erst ab dem 25. Lebensjahr, wo der Fokus wirklich darauf liegt, uns diesen Lebensstandard aufzubauen. Ja, also von 16 bis 25 haben wir nicht den Fokus, uns diesen Lebensstandard aufzubauen, sondern von 16 bis 25 sind wir in einer Probierphase, in einer Selbstfindungsphase. Kann ich bestätigen, ja. Genau, war bei mir ja auch nichts anderes. Man schaut einfach, was gefällt einem, wo hat man Talente, wo hat man Spaß und so weiter und so fort. Man nimmt Gelegenheitsjobs an, macht ein Praktikum, befindet sich vielleicht überhaupt noch in der Schule. Also hier liegt unser Fokus definitiv ganz woanders. Und ab dem 25. Lebensjahr, in der Regel im Schnitt, haben wir dann etwas gefunden, sind bei einer Firma, stehen mit beiden Beinen im Leben, wissen, was uns gefällt und so weiter und arbeiten dann eben 40 Jahre lang daran, diesen Lebensstandard zu erhöhen, bis wir 65 sind. Weil da haben viele Menschen dann ihr Lebensziel erreicht, denn mit 65 kann man in Rente gehen. Ja, der Glauben, dass
glauben viele, dass hier das Paradies ist oder anfängt mit 65. Ja. So, und sie arbeiten eben 40 Jahre lang auf diesen Lebensstandard hin. Und damit es überhaupt realisierbar ist, damit man sich diesen Lebensstandard überhaupt aufbauen kann, brauchen wir Geld. Und das ist der Grund, warum die Menschen ihr ganzes Leben lang dem Geld nachjagen und nur daran arbeiten, ihr Geld zu vermehren, ihre Einnahmen in die Höhe zu bekommen. Ja? Aber verstehen jetzt eine Sache nicht, nämlich dass ab der Rente sie viel weniger Geld bekommen. Ja. Sie bekommen viel weniger Geld. In Wirklichkeit ist es ja so, von 16 bis 25 haltest du dich gerade mal über Wasser mit dem Geld, was du verdienst. Ja, borgst dir auch sehr viel Geld aus. Ja, ich schreibe hier mal Borgen rein. Ja. Von 25 bis 65 sparst du dir sehr viel Geld auf die Seite. Weil du möchtest ja später im Alter davon leben. Du möchtest ja das Geld nehmen und verreisen, möchtest mit deinen Enkelkindern etwas machen und so weiter. Das ist ja das, was uns in der Schule und auch vor der Schule schon verkauft wird, was uns erklärt wird. Das ist ja die Lebenslüge, von der ich spreche. Ja? Das heißt, 40 Jahre lang arbeiten wir und treten in der Tretmühle und haben nur einen Fokus, mehr Geld zu verdienen und viel Geld auf die Seite zu scheffeln, also zu sparen. Ja. So, und in der Rente passiert das Folgendes. Wir verdienen plötzlich viel weniger, weil hier schnappt die Falle zu, verdienen plötzlich viel weniger und müssen aber trotzdem diesen Lebensstandard erhalten. Das bedeutet, wir müssen hier auf unsere Ersparnisse zurückgreifen. A, um diesen Lebensstandard erhalten zu können. B, um unsere Krankheiten zu finanzieren, weil wir haben ja 40 Jahre lang unsere Gesundheit vernachlässigt. Und das ist der Zyklus der Gesellschaft, der Zyklus der Masse, der aus diesen 3 Etappen besteht. Du weißt, ich bin nicht der beste Zeichner, Ja. aber er besteht aus diesen 3 Etappen. Ja, aus über Wasser halten, sparen und in den Topf der Ersparnisse greifen. Und das ist der Grund, warum viele in eine Altersarmut abdriften, weil sie das nicht erhalten können. Stimmt, ja. Das bedeutet also in Wirklichkeit, dass die Menschen nicht ihren Lebensstandard erhöhen im Laufe der Zeit, sondern sie erhöhen den Lebensstandard von jemand anderem. Das Rentensystem ist nicht für sie gemacht, es ist für jemand anderen. Und für das sind sie studieren gegangen. Für das haben sie 40 Jahre lang hart gearbeitet. Die besten Jahre. Die besten Jahre ihres Lebens vergeudet. Für das haben sie ihren Körper vernachlässigt, die Freiheit geopfert, ihre Zeit verbrannt. So, und wenn du dich in diesem Zyklus befindest, läuft das Leben so schnell an dir vorbei, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und draufkommen, wenn überhaupt, draufkommen tust du dann, kurz bevor du im Fichtensarg landest. Und deswegen ist es wichtig, diesem Zyklus nicht zu folgen, sondern seinen eigenen Zyklus aufzubauen. Dazu muss ich aber auch andere Dinge machen. Du kennst ja mein Zitat. Die meisten Menschen machen das, was sie machen, richtig, nur sie tun die falschen Dinge zum falschen Zeitpunkt. Absolut, ja. Und das auch noch mit der falschen Einstellung. Das erinnert mich leider sehr an meine Großeltern, muss ich sagen. Ich möchte nochmal auf die Lebenslüge Nummer 1 zurückkommen, auf die sogenannte Rente, und wollte hiermit auch klarstellen, dass ich weder ein Verschwörungstheoretiker bin, noch irgendein Genie, der das als einziger erkennt, sondern ich steckte ja selber mal in diesen Zyklus fest. Ich war selber mal dabei, in diese Falle zu tappen, wo so viele Menschen tagtäglich reinfallen. Und mein Mentor war damals meine persönliche Rettung. Er war derjenige, der zu mir gesagt hat: Oskar, schau dir doch mal dein Leben an. Nimm dein Leben mal unter die Lupe und schau dir an, wo du in 10, 20, 30 Jahren sein wirst. Und hätte ich damals so jemanden nicht gehabt, würde ich wahrscheinlich heute noch an irgendein System glauben und einen Traum nachjagen, der nie in Erfüllung gehen kann. Und was ich damals für mich gemacht habe, ist das, was der Arzt tagtäglich bei Menschen macht. Wenn der Arzt ein Problem identifizieren möchte, ein Problem erkennen möchte, durchleuchtet er den Körper. Er macht eine sogenannte Tomographie. Und dasselbe habe ich mit meinem Leben gemacht, eine Lebenstomographie. Und dadurch habe ich für mich realisiert, dass ich etwas verändern muss und vor allem, was ich verändern muss. Das war für mich der ausschlaggebendste Punkt. Das war der Tipping Point in meinem Leben. Diese Lebenstomographie.
Das ist eine tiefgründige Analyse. Und eine tiefgründige Analyse besteht aus so viel mehr, als nur seine Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen. Das ist schon mal ein guter Anfang, das ist schon mal der erste Schritt, weil die meisten Menschen machen ja nicht mal das. Die wenigsten haben ihre Finanzen im Griff und wissen in Wirklichkeit, was sie am Monatsende für einen freien Betrag übrig haben. Trotzdem besteht eine tiefgründige Analyse darin, sein komplettes Leben mal wirklich zu durchleuchten. Also, wo bin ich jetzt? Wohin möchte ich und wo werde ich in 10, 20, 30 Jahren sein? Das ist eine tiefgründige Analyse. Und vielleicht denkst du dir jetzt, na gut, Oskar, ich weiß doch noch gar nicht, wo ich in 10, 20, 30 Jahren sein werde. Ich kann die Zukunft ja nicht vorhersagen. Wenn du solche Gedanken hast, dann solltest du diese Tomographie auf alle Fälle machen. Denn die Tomographie ist nicht nur eine Analyse, sondern auch eine Prognose, wo du in 10, 20, 30 Jahren sein wirst. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ohne dass ich dein Ergebnis kenne, dass wenn du den Zyklus der Masse mitmachst, wenn du da feststeckst, wirst du in 10, 20, 30 Jahren genau dort sein, wo du jetzt bist. Die Summen sind unterschiedlich. Du wirst höhere Einnahmen haben, höhere Ausgaben, aber die Situation ist die gleiche. Du wirst später mal genauso viel oder genauso wenig haben wie jetzt. Gib mir 5 Minuten mit einem Menschen und ich sage dir ganz genau, wo er in 10, 15 Jahren sein wird. Was ich bei einem Gespräch nämlich mache, ist eine Lebenstomographie. Und anhand dieser Lebenstomographie kann ich genau das analysieren. Und auch du solltest das für dich analysieren. Was machst du aktuell? Wohin willst du? Was verdienst du? Was verdient dein Umfeld? Was sind deine Ziele? Wo wirst du in 10, 20, 30 Jahren sein? Denn es gibt eine Gretchenfrage bei der ganzen Sache. Und diese Frage, die kannst nur du für dich beantworten. Und ich habe mir diese Frage selber damals gestellt. Und wenn du die richtige Antwort willst, darfst du dich nicht belügen. Du musst ehrlich zu dir sein. Und wenn du dich nicht belügst und ehrlich zu dir selbst bist, dann wird die Antwort auf die Frage, muss ich im Leben aktuell auf Dinge verzichten oder lebe ich das Leben aktuell so, wie ich es mir wünsche und wie ich es mir vorstelle? Und wenn hier die Antwort Nein lautet, dann solltest du diese Tomographie machen. Denn bei mir lautete die Antwort damals Nein. Und deswegen habe ich diese Tomographie gemacht. Und wenn dir meine Videos bereits gefallen haben aus der Vergangenheit, dann solltest du unterhalb des Videos jetzt auf den Link klicken, denn da habe ich dir meine persönliche Tomographie angehängt. Ich stelle dir dieses wertvolle Dokument, was ich im Laufe der Zeit angepasst habe, modifiziert habe, kostenlos zur Verfügung. Mach den Test für dich, kostenlos und unverbindlich. Und oft braucht es einen Impuls von außen, um zu verstehen, dass man etwas verändern muss. Weil oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, speziell dann, wenn man zu tief drinnen steckt. Es ist wie der Hamster, der im Rad tritt und tritt und tritt und nicht realisiert, dass er in einem Käfig gefangen ist. Klick auf den Link und mach den Test für dich und lass mich dein Ergebnis wissen. Schreib mir das unterhalb des Videos in die Kommentare rein, ich bin auf jeden Fall gespannt.